Hallo, herzlich willkommen zu Aquarius und dem heutigen Thema der Orion Connection, also der Verbindung der Pyramiden. Die geht es heute und das wird eine Reise um die ganze Welt, wobei Welt ein Begriff ist, der umfassender gedacht ist als nur die Erde allein, wie wir gleich sehen werden. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich wünsche uns eine gute Reise, gute Unterhaltung und auch ein paar lehrreiche Momente. Schauen wir mal, wo es losgeht. Der Chat ist an, wie ich sehe. Das freut mich sehr. Es ist eingeblendet. Ich freue mich über eure Teilnahme und dann fangen wir am besten mal direkt an. Unter meinem Videobild seht ihr eine Internetadresse, Calming You Down heißt die. Das ist die Information im Wesentlichen, die wir hier heute besprechen werden, die ich vor einiger Zeit auf Englisch schon ins Netz gestellt habe, und die könnt ihr euch bei Gelegenheit, falls ihr Lust habt und falls Interesse besteht, einfach auch mal anschauen. Aber das kommt auch alles heute hier vor, und zwar auf Deutsch. Fangen wir am besten mal der Reihe nach an. Wir sehen viele schöne bunte Bilder hier. Gucken wir mal auf die linke Seite neben der Dame in Blau. Das ist eine Arcturianerin und von der wird später die Rede sein. Links von dieser Arcturianerin sehen wir ein vierfach geteiltes Bild mit jeweils 3x3 Pyramiden und daneben 3 Sterne. Und dazu gibt es jetzt einiges zu sagen, was interessanter ist als das, was üblicherweise in der FAZ oder in der Zeit oder in der New York Times steht. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir alle über diese Dinge unterrichtet werden und uns unsere eigene Meinung bilden können. Da die Medien uns manchmal, das ist keine Verschwörungstheorie, eher programmieren als informieren. Und heute geht es um Information. Bildet euch bitte eure eigene Meinung. Ja, und schauen wir ganz einfach mal. Also zu dem Bild. Wir sehen da 3x3 Pyramiden, und zwar ganz links die Pyramiden in Grau, von oben aus der Luft fotografiert, sind die Pyramiden aus China, die als erster westlicher Journalist Hartwig Hausdorff, ein Grenzwissenschaftler, besuchen durfte und der darüber einige interessante Passagen geschrieben hat. Wir sehen, dass diese 3 Pyramiden, die nebeneinander sind, die aus China, die in der Mitte aus Mexiko und dann rechts davon die aus Gizeh, die ja allen bekannt sind, alle aus der Luft fotografiert, wir sehen, dass die identisch aufgebaut sind. Also es sind unten 2 große und jeweils oben die obere Pyramide jeweils von den 3 ist kleiner, deutlich kleiner. Im Falle der Gizeh-Pyramiden ist das die Menkaure-Pyramide oder Mykerinos, wie sie auf Griechisch heißt. Schauen wir mal, rechts davon sehen wir die 3 Sterne. Das sind die Gürtelsterne des Orion, das Sternbild des Orion, von dem das ja weitläufig bekannt ist, von dem hat jeder schon mal was gehört. Und das Sternbild ist gruppiert mit Rigel, Betelgeuse und anderen Sternen, die eine Rolle spielen, aber hauptsächlich heute geht es um die Sterne in der Mitte, um die Konstellation der 3 sogenannten Gürtelsterne. Die Gürtelsterne, die wir da sehen, sind von unten nach oben Alnilam, Alnitak und Mintaka, so heißen sie wissenschaftlich. Und das Sternbild des Orion ist in seiner Gruppierung uralt. Also das gab es in geschichtlicher Zeit, schon zu Zeiten der Chaldäer, auch zu Zeiten der Sumerer, und in anderen Bereichen der Welt wird davon berichtet. Wie wir sehen, sind diese Sterne von der Gruppierung her ähnlich aufgebaut, wie es die Pyramiden links davon in China, Mexiko und Gizeh in Ägypten sind. Und das hat folgende Bewandtnis. Die Gürtelsterne sind Alnilam und Alnitak, also die beiden unteren Sterne, der untere und der mittlere, sind von der sogenannten relativen Helligkeit, so heißt das astronomisch, etwa gleich hell. Das schlägt sich analog nieder in der Größe der Pyramiden auf der Erde, die beispielsweise im Falle Ägyptens die sogenannte Cheops-Pyramide, die fälschlicherweise Cheops-Pyramide genannt wird, sie ist weitaus älter als Pharao Cheops Lebzeiten waren,
Diese sogenannte Cheops-Pyramide und die Chephren-Pyramide sind in ihrer Größe etwa ähnlich und so wie die relative Helligkeit von Mintaka, des obersten der 3 Gürtelsterne, weitaus geringer ist als die der beiden anderen Gürtelsterne, ist auch die Größe der Mykerinos- oder Menkaure-Pyramide aus Gizeh deutlich kleiner als die Pyramiden von Chephren und Khufu oder eben Cheops. Das gleiche spiegelt sich analog in den Mexiko-Pyramiden wieder mit der Sonnen- und der Mondpyramide und gleichfalls gilt das eben auch für China. Daraus kann man schließen, dass also diese Pyramiden auf der Erde, dieser Pyramidenkomplex, der mittels der neu geschaffenen oder sich dank der Computerwissenschaft und der Aeronautik entwickelten Astroarchäologie und Luftarchäologie ermöglicht, ein anderes Bild von diesen Planeten, von diesen Pyramiden zu bekommen, zeigt also deutlich, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Ja, was hat das zu bedeuten? Das Ganze ist etwas umfassender. Der Orion spielt eine ganz gewichtige Rolle und deshalb wird er heute hier das Hauptthema dieser Sendung sein. Wir gehen im Einzelnen in anderen Sendungen noch auf die Bedeutung der Orion-Föderation innerhalb unserer Milchstraße, das ist unsere Heimatgalaxie, ein. Wir sind eingebettet in einem Seitenarm der Milchstraße. Der nächstgelegene Arm ist der Sagittarius-Arm, glaube ich. Und dieser Arm wird wissenschaftlich Orion-Arm genannt. Und der Name Orion-Arm kommt auch nicht von ungefähr, wie wir ihn hier auf der Erde nennen. Einfach deshalb, weil die Föderation des Orion in unserem Bereich der Milchstraße die dominierende Kraft ist. Die Dame in Blau, die Arcturianerin daneben, ist eine der Hüterinnen unserer Galaxis, unsere Galaxie. Wie gesagt, eine Galaxie ist die Milchstraße in unserem Fall. Es gibt Billionen von Galaxien. Ähnliche Größe, die meisten, viele größer, manche kleine Kugelsternhaufen, Sombrero-Galaxien. Alles Mögliche. Wir sind eine Spiralgalaxie, so wird das genannt. Zu der arcturianischen Rolle komme ich etwas später und der Rolle, die sie vertritt als Lenkerin, die Arcturianer, als Hüter der Galaktischen Föderation des Lichts, die auf den ersten Blick von der Bewandtnis her so klingt, als ob das einfach nur pure Science Fiction wäre. Ich weiß, wie ungewohnt das ist. Wie gesagt, es steht nicht in der Zeit und nicht in der FAZ und auch nicht in der New York Times. Die Bild-Zeitung berichtet manchmal darüber, was kurios ist. Aber so ist er halt. Oberhalb dieser Gürtelsterne, die wir da sehen, mit den Pyramidenkomplexen, sind 2 weitere Pyramidenbilder. Das linke davon ist eine Unterwasseraufnahme eines Pyramidenkomplexes, der sich unterhalb der Wasseroberfläche östlich der Küste Taiwans befindet, vorgelagert vor einer kleinen Insel, die Yanaguni heißt und die zu Japan gehört, aber wie gesagt östlich von Taiwan liegt. Rechts davon das Bild, das Türkisbild, wo wir auch 3 Pyramiden im Wesentlichen sehen, die etwas größer hervorgehoben sind. Das sind Pyramiden, die ebenfalls unter Wasser liegen, und zwar im Atlantischen Ozean vor der Küste Floridas. Diese Pyramiden liegen deshalb unter Wasser, weil sie der sogenannten dritten Menschheit zugeordnet werden können, dem Atlantischen und dem Lemurischen Reich. Wir sind, wie die Hopi-Indianer Nordamerikas sagen, gegenwärtig die 4. Menschheit auf der Erde. Es hat 3 Menschheiten vor uns gegeben, die sich Generationen durchgekämpft haben, so wie wir das auch haben, die ihre Geschichte hatten und die natürlich durch alle möglichen Erdveränderungen geologischer Natur und auch klimatischer Natur, was ja heute bei uns auch eine Rolle spielt, irgendwann verschwunden sind. It comes and it goes. So is the cosmos.
Wichtig an diesen Unterwasserpyramiden, die real sind, man kann da hintauchen. Ich selber bin nicht runtergetaucht, aber Scuba Diver, also Taucher, und zwar mit normalen Ausrüstungen. Das bedeutet, diese Artefakte befinden sich in einer Tiefe, die nicht tiefer als 100 Meter unter der Wasseroberfläche liegen können. Einfach deshalb, weil man mit einem normalen Taucheranzug nicht tiefer tauchen kann als 100 Meter wegen des Drucks. Diese Pyramiden, dass sie da unter Wasser liegen und also vorgeschichtlicher Zeit zugeordnet werden müssen. Geschichte ist der Zeitraum schriftlicher Aufzeichnung. Atlantis und Lemuria sind Reiche, die in unseren Mythen und Legenden und in unseren kollektiven Erinnerungen weltweit bei den Völkern der Erde eine Rolle spielen. Diese Unterwasserpyramiden zeigen deutlich, dass der Orion in der Gestaltung, die Gürtelsterne des Orion, schon zu Urzeiten in vorgeschichtlicher Zeit eine Rolle auf der Erde gespielt haben. Was zunächst verwunderlich ist, oder was heißt verwunderlich? Wie gesagt, wie soll ich das ausdrücken, ohne jemanden verschrecken zu wollen? Bitte, keine Angst, es ist alles unter Kontrolle. Der Himmel hat einen Plan B für uns alle und das wird ganz easy, aber es wird spannend, das kann ich versprechen. Also wir sind, um es kurz zu sagen, ein Kolonialplanet, der sich in einem Kolonialsonnensystem der Orion-Föderation befindet. Das Ganze findet sich natürlich andeutungsweise in der Form nicht in unseren heiligen Schriften, die wir weltweit haben. Keinesfalls in der Bibel, die ja laut der Genesis auf 6000 Jahre seit Erderschaffung datiert wird. Das kann man glauben oder man kann es 2020 als erwachsener, aufgeklärter, gebildeter Mensch auch nicht glauben. Ich ziehe Zweiteres vor. Und vor allem ziehe ich es vor, dass mir niemand sagt, ich muss es glauben. Aber das noch am Rande, das spielt jetzt zunächst keine Rolle. Es gibt Gründe dafür, dass wir kollektiv in Unwissenheit über all diese Geschehnisse gehalten werden, einfach deshalb, weil wir dann besser zu kontrollieren sind und als Kolonialplanet besser unserer Arbeit nachgehen können. Ich habe nichts gegen Arbeit, ich habe auch nichts gegen das Leben, das wir momentan hier so leben, in den westlichen Industrienationen, würde ich mal sagen. Einfach deshalb, weil ich ein Wasserklosett gut finde und ein schickes Auto hat auch was für sich. Aber schaut euch an, wie die Erde im Moment aussieht. Schaut euch an, was politisch, ohne jetzt eine Seite nennen zu wollen, dagegen getan wird, gegen die Missstände. Und fragt euch, warum das Ganze in dieser Form, was die Bedeutung der Gestirne und die astroarchäologische Gestaltung der Pyramiden auf dieser Erde angeht, uns vorenthalten wird. Das klingt alles nach Verschwörungstheorie und das Wort Verschwörungstheorie kursiert ja zurzeit gewaltig in den Medien und es gibt Leute, die sich unterschiedlich gebildeter Natur darauf einlassen und es gibt wahnsinnig viel Schwachsinn darunter. Also ganz sicher. Aber ich bitte euch, prüft die Informationen, die ihr jetzt hören werdet und sehen werdet, schaut sie euch in Ruhe an und geht selber auf die Suche. Das Internet bietet zahlreiche Informationen zu all diesen Dingen. Es wird täglich mehr an Wissen und unten rechts auf dem Screen vor euch seht ihr meine beiden Homepages, brabata.space und brabata.world, auf denen beiden ebenfalls sehr, sehr viele Informationen in vielen Texten, in allen möglichen multimedialen Aufregungen dargestellt werden und dir einen Einblick in das Geschehen jenseits des Tagesgeschehens bieten können. Ich sagte vorhin eingangs, dass es eine Reise um die Welt wird und dass der Begriff Welt größer gefasst ist als nur der Planet Erde, der damit gemeint ist. Und da kommen wir unterhalb der blauen Dame, die wir da sehen, zu Pyramiden auf dem Mond. Das ist der irdische Mond, ja. Das ist einfach so.
Es war eine Apollo-Mission, die das Ganze entdeckt hat. Ich werde später darauf eingehen, wenn wir in die nächsten Bilder reingehen. Aber befassen wir uns zunächst erstmal mit dem Planeten Mars. Denn auch der Mars hat Pyramiden. Ihr seht rechts neben diesem Mondbild unterhalb der blauen Dame ein Bild des sogenannten Mars-Gesichtes, das viele abtun als Unfug, Blödsinn kann es nicht geben, Außerirdische gibt es nicht und all diesen ganzen Kram und wir sind die Einzigen. Ich möchte an dieser Stelle, da ich weiß, dass ihr alle gebildete Leute seid, nicht im Einzelnen darauf eingehen, wie immens riesig unser Universum ist. Allein das uns Bekannte umfasst 47 Milliarden Lichtjahre, nee 42,7 so rum. Und das ist eine ganz gewaltige Strecke, da kann man schon einiges mit anfangen, wenn man sich überlegt, dass das Licht eine Bewegung von 300.000 Metern in der Sekunde zurücklegt. Das Licht von der Sonne zur Erde braucht 8 Minuten etwa, mit Lichtgeschwindigkeit nach Einstein, und so schauen wir halt mal. Wie kommt es, dass diese Leute sich begegnen können? Das kann doch nicht sein, wenn Licht die Barriere und schnellste Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist, wie uns gelehrt wird in der Schule, wovon die Quantenphysik uns allerdings schon mittlerweile durch experimentelle Nachweise den Beweis liefert, dass es Quasarpulse gibt beispielsweise im Weltall, die in ihrer Ausbreitung schneller sind, weiter sind, als sie es zeitlich sein dürften, wie die Messungen ergeben. Das lässt sich alles nachprüfen und das sollte uns nachdenklich werden lassen. All diese ganzen Geschehnisse, die wir aus den Science-Fiction-Filmen kennen, Star Trek, Star Wars, all das, was wir da sehen, die fliegen mit Überlichtgeschwindigkeit. Überlichtgeschwindigkeit ist etwas höchst Reales. Es ist eine Frage, die mit einem Dimensionswechsel zu tun hat. Das Raumzeitgefüge mag eine zeitlich begrenzte Barriere haben. So das 3- bzw. 4-dimensionale Raumzeitgefüge, in dem wir uns befinden, unsere gegenwärtige Realität, die uns umgibt. Aber es gibt andere energetische Ebenen, die ebenfalls strukturell Teil des Kosmos sind, so wie es auch Menschen gibt, die, wie wir alle, etwas größer sind als andere und die Auren beispielsweise sehen können bei Wesen. Die Ausbreitung von jedem Einzelnen von uns Wesen, von uns Menschen, die wir hier so laufen, und von jedem Lebewesen, das auf der Erde läuft, ist weitaus breiter, als die körperliche Oberfläche es vermuten lässt. Das sind die Bereiche der Esoterik, in die möchte ich heute nicht so unbedingt reingehen, einfach weil ich weiß, dass es sehr viele kritische Zuschauer geben wird, die sich auf dieses Thema nicht so gerne einlassen und das zunächst erstmal abtun. Einfach deshalb, weil sie es gewohnt sind. An der Universität wird es nicht gelehrt, in den Schulen wird es nicht gelehrt, also gibt es das nicht. Basta. Alles Blödsinn, vergesst es. Das atlantische Wissen über die Pyramiden, die wir eben gesehen haben, von Gizeh und Lemuria, von der Yunagami-Insel vor Taiwan und vor der Küste Floridas, war vorhanden bis zum großen Brand der Bibliothek von Alexandria, in der unwahrscheinliches Wissen aus diesen Zeiten vernichtet wurde. Ob das zufällig geschah oder ob das beabsichtigt war, sei mal dahingestellt. Das wäre Bestandteil einer Verschwörungstheorie, auf die ich hier gar nicht eingehen will. Es ist einfach nicht mehr vorhanden, beziehungsweise vielleicht in der Vatikanischen Geheimbibliothek und anderen elitären Kreisen, die manches aus den Wissensschätzen bewahrt haben. Kommen wir zurück zu dem Mars-Gesicht, das wir da unten haben. Und da würde ich sagen, switchen wir jetzt einfach mal eine Seite weiter und schauen uns den Mars an. Okay, unterhalb meines Videobildes seht ihr nochmal die vertrauten Pyramidenbilder von China, Mexiko, Ägypten, Gizeh und die Gürtelsterne des Orion. Und auf der rechten Seite neben dem Chat, der da läuft und den ich herzlich grüße, sehen wir 3 Bilder, ein graues, ein orangefarben, rotes und nochmal drunter ein anderes. Entschuldigt, ich muss ein bisschen näher rangehen. Ich habe eine Kontaktlinse verloren und sehe nicht mehr so gut. Und in Zeiten Coronas hat keiner mehr Geld für neue.
Okay, oben ist das Marsgesicht wieder, wie ich sehe. Das ist hier alles klein dargestellt auf meinem Screen. Und jetzt schaltet sich Sekunde auf 20 Sekunden. So, weil sich der Bildschirm ausgeschaltet hat. Das ist ein Google Stream, der bricht nach einer Weile ganz einfach ab. Und den schalten wir jetzt wieder an. Dann machen wir weiter. So, da ist es wieder. Hier, schau. Und los geht's. Okay. Das Marsgesicht liegt in der sogenannten Cydonia-Region auf dem Mars, ist fotografiert worden mit offiziellen NASA-Aufnahmen, die zufällig von einer Mitarbeiterin gefunden wurde, das Marsgesicht, und das in den Ende der 70er war das, glaube ich, eine große Aufregung verursacht hat. Diese Aufregung entstand natürlicherweise, weil wer würde nicht aufgeregt werden über ein Gesicht, das etwa 1,2 Kilometer breit ist und etwa 1,8 Kilometer lang und sich auf dem Planeten Mars befindet. Also wurde das Ganze aus den vorher geschilderten Gründen, dass wir ein Kolonialplanet der Orion-Föderation sind, in den Medien nicht aufgegriffen bzw. lächerlich gemacht oder als sogenannte Verschwörungstheorie verleugnet. Das hat natürlich den Zweck, dass die gesellschaftliche Situation, in der wir uns hier gegenwärtig befinden, so bleiben soll, wie sie ist, bzw. andere Wege nehmen soll, als sie für die Menschheit, wie ich finde, gut wäre. Nämlich der Weg der Freiheit, des Friedens, der Liebe, der Gleichheit, der Brüderlichkeit und all der anderen schönen Dinge, von denen uns unter anderem die Französische Revolution erzählt. Das mittlere Bild, das rötliche Bild unterhalb des Marsgesichts, ist eine größere Aufnahme. Ich entschuldige mich dafür, dass das hier auf dem Screen so ein bisschen kleiner dargestellt ist, aber ich musste einige Informationen draufpacken. Und auf diesem rötlichen Bild sehen wir rechts im Bereich eben das Marsgesicht, das wie gesagt eine Ausdehnung von etwa 1,2 auf 1,8 Kilometer hat. Und im Bereich westlich davon, also etwas links im Bild, etwas, was die Stadt genannt wird. Das sind Pyramiden. Das sind große Pyramiden, die sich auf dem Planeten Mars befinden. Und das gibt dieser Geschichte mit dem Orion plötzlich wieder eine ganz andere Bewandtnis. Und das sind Dinge, wo man ganz einfach sagt, ist das wirklich so? Schauen wir mal weiter. Schauen wir weiter, wie es weitergeht. Unterhalb dieses orangefarbenen Bildes, wir bleiben noch bei dem Bild kurz, da sind Linien eingezeichnet, mathematischer Natur. Das ist eine logarithmische Spirale, die auch mit Fibonacci Mathematik beschrieben werden kann, was die Fibonacci Ratio genannt wird. Leonardo di Fibonacci oder auch Leonardo di Pisa genannt, war ein italienischer Gelehrter, der eine Zahlenfolge beschrieben hat, die letztendlich universelle Mathematik darstellt. Ich will im Einzelnen nicht darauf eingehen, aber man kann Börsenkurse damit prognostizieren. In der Architektur ist es beispielsweise das, was der goldene Schnitt genannt wird. Und in der Malerei taucht Fibonacci in die sogenannten Fibonacci-Verhältnisse beispielsweise in Leonardo da Vincis Abendmahl auf. Das lässt sich alles mathematisch sehr gut grafisch darstellen. Googelt einfach mal nach dem Interessengebiet eurer Wahl, nach Fibonacci und Da Vinci Abendmahl beispielsweise, und da werdet ihr einiges an Bildern finden. Bildet euch so, wie ihr das für richtig haltet. Es sind Bereiche, die, wie ich finde, zu wichtig sind, als dass wir nicht darüber informiert werden. Wie gesagt, aus den genannten Gründen, wir könnten ja frei werden dadurch. Und das ist etwas, was nicht jedem gefällt auf diesem Planeten, dass wir frei werden. Der Planet Mars ist, wenn wir vom Thema Welt sprechen, wie ich eingangs sagte, natürlich schon ein Sprung
weitergehend. Das ist dann eben nicht mehr der Planet, sondern schon Teil des Sonnensystems. Genauso unser nächster Trabant, der uns umrundet und begleitet, ist unser irdischer Mond, über den es unzählige Mythen und Legenden gibt, über den es viele Geschichten gibt. Er wird besungen in Liedern, er wird in Hymnen bejubelt, er wird mathematisch und physikalisch ergründet und erfasst und astronomisch beobachtet. Und es gab Reisen zum Mond, die gab es definitiv, liebe Verschwörungstheoretiker. Die Amis waren auf dem Mond, die Russen waren auf dem Mond und jetzt in jüngster Vergangenheit die Chinesen. Die Inder haben es nicht ganz geschafft, aber das kommt noch. Und die Japaner sind unterwegs. Diese Bereiche sind zweigestaltet zu sehen. Es gibt eine offizielle Variante, die wir kennen, eben die Apollo-Missionen, die den Mond besucht haben. Die bekannteste davon ist 1969 die Apollo-Mission mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Der dritte war, weiß ich gerade nicht, tut mir leid. Also Buzz Aldrin und Neil Armstrong war der erste, der den Mond betreten hat, offiziell, so wird es uns geschildert. Der seinen berühmten Satz damals sagte, "It's a small step for me, but a big step for mankind." Also ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Und vor diesem großen Schritt stehen wir jetzt eben zu Beginn des Wassermann-Zeitalters, das astronomisch und astrologisch zeitlich etwas anders geartet ist, aber energetisch und physikalisch das Gleiche meint. Das führt ein bisschen zu weit, als dass ich das jetzt hier im Einzelnen ausführe, einfach weil die Informationen umfassend sind und sich multidimensional gestalten. Darauf kann ich jetzt hier in der Kürze der Sendung nicht eingehen. Wir sehen unterhalb des Bildes, meines Videobildes, sehen wir den Planeten Erde, unsere Mutter Erde, und da sehen wir, sie ist begleitet von einem kleinen orange-gelblichen Raumschiff. Und wann immer ihr diese UFOs seht, kleine gelbe, orangefarbene Raumschiffe, grüßt sie mal bitte herzlich von mir, das sind unsere besten Freunde, die wir haben. Nicht nur die sind unsere besten Freunde, sondern eben auch die Leute vom Mond. Und diese zeitlichen Abläufe, die wir gerade hatten, mit atlantischem und lemurischem Reich. Wie gesagt, das atlantische Reich war, wie Platon uns das sagte, jenseits der Säulen von Gibraltar, in der Meerenge von Gibraltar angesiedelt. Und Platons Atlantis-Erzählung ist die einzige historische Quelle, die uns erhalten geblieben ist. Das atlantische Bereich befand sich im Atlantik, deshalb wurde auch so genannt. Und das lemurische Reich befand sich eben im Pazifikbereich. Das waren die beiden unterschiedlichen Pyramidenbilder, die wir gerade eben auf der Seite zuvor gesehen haben. Wann immer ihr diese Leute in diesen Raumschiffen seht, die so aussehen wie das, was ihr da unten über der Erde seht, grüßt sehr herzlich und freundlich. Das sind wirklich unsere besten Freunde, abgesehen, wie gesagt, von den Leuten vom Mond. Es gibt Leute auf dem Mond, es gibt die unterschiedlichsten Geschichten dazu. Wir alle kennen diese Stories, die man nur abwinken kann, wo berichtet wird, dass Hitler also nach Argentinien gegangen ist, mit U-Boot-Flotten und so weiter. Auf diese Bereiche will ich alles gar nicht eingehen, weil diese ganzen okkulten Geschehnisse dieser Zeit sollten längst Vergangenheit sein. Wie steht es über dem Buddha-Bild oben, über der blauen Dame links? Da steht Respect the New and Honor the Old. Und so würde ich es auch sehen, Honor the Old, Honor the Ancient Life, Honor Atlantis and look what Atlantis and Lemuria did. Diese Bereiche sind so umfassend, geschichtlich verändern in unserem Denken, dass es einfach augenfällig ist und augenscheinlich ist, warum das geheim gehalten wird. Stellt euch vor, wie ihr reagiert, wenn ihr dieses Wissen habt und wenn ihr es nicht nur
lest oder hört, sondern wenn ihr es spürt. Einfach wenn ihr die Erkenntnis in euch gewinnt, dass dieses alles höchst real ist. Ihr würdet genauso wie ich ein wesentlich freierer Mensch werden und würdet euch nicht mehr so leicht kontrollieren lassen. Wenn das Tagesgeschehen sich darum dreht, wer der nächste Bundeskanzler wird und dass die Gespräche an den Stammtischen dominiert, dann ist damit irgendjemandem geholfen. Wie die Lateiner sich fragten, cui bono, wen nutzt es? Diese Frage sollten wir uns jederzeit auch im Jetzt stellen und nicht davon ausgehen, dass die Geschichte, die wir präsentiert bekommen, die einzig mögliche Form von Geschichte ist, sondern einfach eine Form einer gewissen Bewusstseinskontrolle. Und irgendjemand, ich möchte keine Namen nennen und habe auch gewisse Vermutungen, irgendjemand hat halt eben ein Interesse daran, dass wir über all diese Dinge nicht informiert werden. Und es gibt dankenswerterweise jetzt eine Form von Außerirdischen, deutlich zurück auf diese gelb-orangen UFOs, die Plejadier und andere, die uns sehr freundlich gesonnen sind und die uns gemeinsam mit den Leuten vom Mond helfen, die Erde hier zu befreien. Wir werden ein Planet des Friedens werden für die nächsten 1000 Jahre. All das, was angekündigt ist, das tritt nun ein und wir sind mitten in den Anfängen. Es geht los. Also, Atlantis und Lemuria, wenn das nun schon zeitlich eine größere Welt war, dann und der Planet Mars mit seinen Pyramiden ebenfalls eine größere Welt ist als das, was in der FAZ und der Zeit steht, schalten wir mal zum nächsten Bild und schauen, was auf dem Mond los ist. Okay, hier sind wir auf dem Mond. Unterhalb meines Videobildes sehen wir eine grafische Darstellung eines Raumschiffes. Und jetzt habe ich mir ein paar Stichworte gemacht. Ich habe die Videos dazu gesehen. Bei Bedarf lässt sich das auch googeln. Ich gebe nachher noch einen Hinweis, wo und wie ihr das findet. Dieses Raumschiff ist, wenn ihr genau hinschaut, befindet sich dort drin, damit ihr eine Vorstellung von der Größe dieses Raumschiffs bekommt, befindet sich da drin auf der etwa Mitte rechter Seite eine schematische Darstellung des Eiffelturms und auf der linken Seite eine schematische Darstellung der Queen Elizabeth II. Ich weiß nicht, ob immer noch, aber damals zumindest größten Ozeandampfers. Das ist ein riesiges Teil, das da ist. Dieses Raumschiff wurde entdeckt 1971 von der Apollo 15 Mission und zwar auf der dunklen Seite des Mondes, wie eben die uns abgewandte Seite des Mondes genannt wird. Es kam dann, 1971 war das, was natürlich zur Aufregung geführt hat, dass da so ein großes Artefakt liegt, das scheinbar in irgendeiner Form und Weise nicht natürlich zu sein scheint. Das führte dann dazu, diese Entdeckung 1971, dass es eine geheime Apollo-Mission russisch-amerikanisch gab, die 1975 dahin geflogen ist und dieses UFO untersucht hat. Das Apollo-Programm wurde offiziell nach Apollo 17 eingestellt. Aber es gab eben noch weitere geheime Programme, die aus den eben genannten Gründen, warum wir diese Dinge nicht erfahren und sie nicht in der Zeitung lesen, nicht bekannt gegeben wurden. Der Knaller ist, dass laut den Berichten zufolge, die es darüber gibt, und es werden immer mehr Augenzeugen und diese Whistleblower, die darüber berichten, dass dieses Raumschiff, und jetzt kommt's, 1,5 Milliarden Jahre alt sein soll. Das ist eine Zahl, da muss man erstmal atmen. Es geht aber noch ein bisschen weiter. Ich kann mir vorstellen, dass der eine von euch jetzt hier vor dem Bildschirm sitzt, abschaltet oder sagt, was ein Quatsch, so ein Blödsinn kann doch gar nicht sein. Ich verspreche euch, das wird bald schon unsere aller Realität sein. Dafür stehe ich mit meinem Leben ein. Hand aufs Herz. Lenovo, der russische Kosmonaut Lenovo, war einer der Teilnehmer an dieser Apollo 20 Mission, die wie gesagt russisch-amerikanisch war.
und mittels einer Saturn-V-Rakete hochgeschossen wurde, wobei das Saturn-V-Programm 1973 bereits eingestellt wurde. Die Apollo 20 Mission war 1975, wie gesagt, es war eine geheime Mission. Die Saturn-V-Rakete, die man da sieht, ist übrigens auch nicht mit dem allseits bekannten USA-Schriftzug beschriftet, sondern mit CCCP, was halt eben damals die Sowjetunion war. An Bord dieses riesigen Raumschiffes, das strukturell in zwei größeren Teilen erhalten geblieben ist. Einen Teil, den die Leute, die dort waren, Kathedrale genannt haben, und im anderen eben den Kommandobereich. An Bord dieses Raumschiffes fanden sich zwei humanoide Außerirdische, von denen einer EBE getauft wurde, EBE, was Extraterrestrial Biological Entity bedeutet, also extraterrestrische biologische Wesenheit oder Entität. Das ist ein Terminus technicus, der einfach so gewählt wurde und der sich auch heute noch durch die Ufologie durchzieht. Diese EBE-Frau, eine weibliche Humanoide, hatte 6 Finger. Das ist darüber zu berichten und ist eben auch nicht nur grafisch, sondern filmisch dargestellt und im Internet, wenn man danach sucht, zu finden. Ich gebe gleich einen Hinweis darauf, wo und wie ihr das findet. Die andere Humanoide war ebenfalls eine Frau, die so humanoid war, wie wir es heute sind. 5 Finger, 5 Zehen, 2 Arme, 2 Beine, 4 Gliedmaßen, das übliche Geschehen. Das hängt damit zusammen, dass die Archetype humanoide Spezies universell ist. Genauso wie es die anderen Archetypen sind, die wir hier auf der Erde in vielfältiger Form in der Fauna finden. In unterschiedlichen Ausprägungen auf anderen Planeten sind diese Humanoiden oder Reptilien oder Saurier oder Bären oder was auch immer ihr nehmen wollt, Sapiens, sind in unterschiedlicher Form vorhanden. Das hängt damit zusammen, dass die Sonnen, die sie jeweils umkreisen, unterschiedliche Energiespektren haben, die zu einem unterschiedlichen Wachstum führen, was jeder Zellbiologe bestätigen kann. Oder zumindest für möglich halten würde, wenn man davon ausgeht, dass er von diesen Dingen, was die kosmische Bedeutung angeht, wenig gehört hat zunächst. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die EBE-Frau, die mit den 6 Fingern, hatte in der Mitte auf der Stirn, hier, einen ausgeprägten Huppel, sowas wie einen dicken Pickel. Und das hat mich persönlich sehr schnell an den Dot der Hindus erinnert, den roten Punkt, den die sich aufmalen. Der in der Esoterik eben auch als Sitz des dritten Auges oder in der Wissenschaft als Vordergrund der Hypophyse bezeichnet wird. Das sind Bereiche, die spiritueller Natur von großer Bedeutung sind, die nicht nur esoterisch interessant sind, sondern die höchst real auch in religiösen Schriften vorkommen, beispielsweise in den Aufzeichnungen der Hindus. Der Hindu-Kosmos ist weitaus älter und größer, als es der Kosmos der Christenheit ist, wenn man das so will. Laut den Hindus lebt ein Universum stattliche 311 Billionen Jahre. Laut Hubble haben wir gerade 14 Milliarden Jahre auf dem Buckel. Wir stecken also völlig noch in den Kinderschuhen. Und wobei die Zahl von Hubble erst um 1998 rum oder 2000 rum korrigiert wurde von der Wissenschaft. Damals hieß es noch, das Universum sei 20 Milliarden Jahre alt, aber im Laufe der Zeit haben sich die Wissenschaftler ganz einfach korrigiert nach unten hin auf einen Zeitraum von etwa 14 Milliarden Jahre, einfach deshalb, weil die Hubble-Konstante als Berechnungsgrundlage immer noch gleiche Geltung hatte, aber andere Variablen mit einbezog. Die Mathematik, die in diesem Raumschiff auf dem Mond
zu finden war, basierte auf dem Zwölfer-System, nicht wie unsere auf dem Dezimalsystem, sondern eben auf dem Duodezimalsystem. Das hatten wir auf der Erde in manchen Kulturen auch schon. Ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen, ich habe mich vor 25 Jahren damit befasst. Hatten wir auch schon entweder bei den Maya oder bei den Chaldäern, Sumerern, ich weiß es im Moment wirklich nicht mehr, wer nach dem Duodezimalsystem gerechnet hat, aber es scheint von Bedeutung zu sein. Ne, die Maya waren die keine Null hatten, genau. Ja, im Wesentlichen. Das waren jetzt Informationen. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen, aber ich wollte versuchen, alles unterzubringen, ehe die Software abstürzt. Ich traue dem Frieden noch nicht so mit dem Stream hier, hoffe aber, dass alles angekommen ist. Bei Interesse, wenn ihr Interesse daran habt, weitere Sendungen dieser Form zu sehen, bitte ich euch unten unterhalb des Videobildes auf den Subscribe-Button auf Abonnieren zu klicken. Dann kriegt ihr automatisch eine Nachricht, sobald der nächste Stream online geht, per E-Mail. Und dann seid ihr dabei, wenn die nächste Sendung startet. Ich habe vor, das Ganze aufeinander aufbauen zu schildern. Das nächste wird der Asteroidengürtel sein, vermute ich, über den wir sprechen werden. Das ist der Bereich, der sich zwischen den Planeten Mars und Jupiter befindet und also nach außen gelagert in Richtung ausgehend des Sonnensystems sich befindet. Der kann ich vorweggreifend schon sagen, einmal ein Planet war, oder wie vermutet wurde, ein hypothetischer Planet. So hat es der Wissenschaftler Orlov aus der Sowjetunion vermutet und er hat ihm den Namen Phaeton gegeben. Wie der VW Phaeton beispielsweise, wobei die Namensnennung des Autos hier keine Rolle spielen mag. Hat mich nur daran erinnert. Naja gut, man kann auch in die Mythologie gehen, da findet man Phaeton ebenfalls. Und das wird wahrscheinlich auch eher der Grund gewesen sein, warum Orlov dem ganzen Ding den Namen gegeben hat. Dieser Planet Phaeton, der in anderen grenzwissenschaftlichen Schriften Marduk oder Malon genannt wird, wurde, um es vorweggreifend zu sagen, durch eine Kollision mit einem der Monde Nibiru's vernichtet, die beide in Stücke sprangen und den Asteroidengürtel bilden, der heute den Bereich zwischen Mars und Jupiter füllt. Es gibt einen Bereich, wie hieß die noch? Wie hieß das noch? Ich komme gerade nicht drauf. Also es gibt eine Folge, das ist ganz offizielle wissenschaftliche Vermutung, die in der Astronomie in meinem Cambridge Lexikon der Astronomie zusammengefasst ist. Es gibt die Vermutung, das sei halt ein Planet gewesen. Entschuldigt, darauf habe ich mich nicht so intensiv vorbereitet und ich glaube, das war schon an Informationen geballt genug, was es bis jetzt zu hören gab. Für den Fall, dass ihr jetzt als erstes nach diesem Schiff schauen wollt, ich will euch nicht direkt darauf fokussieren, aber dann gebt ihr einfach mal bei YouTube wer oder was ist auf dem Mond? Wer oder was ist auf dem Mond ein? Da gibt es 6 kleine Filmchen, die unterschiedliche Verschwörungstheorien darstellen, die auf all die relativ bekannten Bereiche eingehen und da kann man sich seine eigene Meinung bilden und vielleicht ich habe es mal gehört, ob was dran ist, weiß ich nicht, abtun. Das bleibt jedem selbst überlassen, aber ich bitte euch, die Informationen zu prüfen und euren eigenen Betreff für euch zu machen. Denn es ist immer besser, selber zu denken, als sich lenken zu lassen. Wir haben die Freiheit, freie Menschen zu werden. Energetischer Natur ist es einfach so, dass wir uns jetzt in ein anderes kosmisches Zeitalter bewegen. Ich weiß, ihr habt alle gehört von 2012 und dem Ende des Maya-Kalenders. Das hat auch eine Bedeutung, auf die werden wir später auch noch eingehen, aber das ist jetzt ob der Fülle der Informationen wirklich zu viel, wenn ich diese Bereiche jetzt auch noch anspreche. Ich danke euch erstmal herzlich für diese Informationen. Bitte lasst mich wissen, ob es zu schnell war.
Ich nehme mir dann vor, für die nächste Sendung langsamer zu sprechen. Ob die Lautstärke okay war und so weiter, werde ich in der Aufzeichnung sehen. Die Verarbeitung des Videos nachher wird, weil das bei YouTube ein bisschen dauert, bestimmt die ganze Nacht in Anspruch nehmen. Ich werde das dann ein bisschen aufbereiten, werde vielleicht das Ende rausschneiden, wenn sich nichts mehr tut. Ich lasse den Chat jetzt noch 5 Stunden laufen gleich. Schalte das Videobild hier ab auf den Transmission Ends Screen, wo der Chat noch weiterlaufen kann. Da könnt ihr euch noch unterhalten. Und ich schaue ab und zu vielleicht noch in den Chat rein und guck mal, wenn irgendwas ist, kann ich halt schriftlicher Natur da wieder euch antworten oder beziehungsweise auf ein anderes Bild hier nochmal zurückschalten mit Videobild. Mal schauen. Aber ich weiß es noch nicht. Das war eigentlich das, was ich für heute zu sagen hatte. Ich danke euch für euer Vertrauen und kann nur sagen, die Reise wird spannend, die Reise wird sehr, sehr, sehr lustig und sehr, sehr, sehr gut und bereitet euch darauf vor, dass wir ein Planet der Liebe und des Friedens werden. Schönen Abend.